In diesem Beitrag geht es um Sumpfborst und um Tannenwipfel, die ich für gewöhnlich im Juni, Mitte Juni rum hier in Lappland sammle. Und was damit alles möglich ist und wie man das verarbeiten kann, dazu erzähle ich mehr in diesem Beitrag. Viel Spaß damit! Hier haben wir den Sumpfborst. Der fängt jetzt an zu blühen. Das sieht immer sehr schön aus und duftet auch. Ja, und ich sammle den und mit dem frischen Stiel und den Blättern. Das geht immer so bis hierhin, bis zur Hälfte ungefähr. Den Rest, den lasse ich dann stehen, weil es ist nur holzig. Und dann trockne ich das und verwende es unter anderem in meinen Teemischungen. Manchmal mache ich auch Tinkturen. Und man muss allerdings ein bisschen vorsichtig sein mit, weil es zu konzentriert giftig ist. Und wie gesagt, wenn man es innerlich einnehmen will, dann nur getrocknet als Tee und am besten auch nicht pur, sondern eben in eine Kräutermischung reinmischen. Das hier ist so ganz typisches Sumpfborstgebiet hier. Also, wie der Name schon sagt, wächst er halt so ein bisschen sumpfigen Gebieten oder wo es eben so feucht ist, der Boden. Und es sind noch längst nicht alle Blüten rausgekommen. Das wird in ein paar Tagen, wird es hier ein richtiges weißes Blütenmeer sein. Ja, der Sumpfborst blüht immer so Mitte Juni rum hier in Lappland. Und ich glaube, da hinten sehe ich aber noch eine andere weiße Blüte. Und zwar könnte das Moltebeere sein. Moltebeereblüte. Ja, das sieht gut aus. Die Moltebeeren sind dann so ab Mitte Juli reif. Hier noch mal eine Sumpfborstblüte. Die kann man tatsächlich noch so essen. Schmecken ein bisschen nach Zitrone. So, das ist die Ausbeute heute. Nicht allzu viel, aber es reicht für meine Zwecke. So, die werde ich jetzt trocknen und da werde ich die auch in meine Teemischung machen, in meine Waldteemischung. Man kann sie auch als Sirup einlegen, beziehungsweise zu Sirup verarbeiten. Tannenwipfelsirup ist auch super lecker. Hier habe ich eine Blüte vom Sumpfborst mitgenommen und wollte ich vergleichen mit dem getrockneten Sumpfborst. Den habe ich letztes Jahr getrocknet und ich habe da noch genug von, deswegen brauche ich die dieses Jahr auch nicht zu pflücken. Ja, der Sumpfborst gehört zu den Rhododendron und mich fasziniert diese Pflanze immer wieder, weil sie so vielseitig einsetzbar ist. Und ja, mehr zur Anwendung und Wirkung unter anderem in meinem Blog. Dort schreibe ich etwas ausführlicher. Und ansonsten mit der Dosierung ist etwas Vorsicht geboten. Das habe ich ja bereits erwähnt. Da darf man nicht überdosieren. Und ansonsten, ja, wie gesagt, als Tee zum Räuchern gegen Insekten nutze ich das auch immer wieder, wenn wir die Mückenplage haben oder es eben zu viel mit Viehzeug wird. Und als Tinktur ist es eben zur äußerlichen Anwendung auch noch
anzuwenden oder anwendbar. Und ja, gerne gebe ich mehr Informationen. Fragt mich, schreibt mir. Genau, also entweder in den Kommentaren oder eine E-Mail, die ich in meinem Profil auch stehen habe. Ja, dann freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.